Ich bin in Brasilien für einen World Cup und springe einen Wettkampf mit 4 verschiedenen Sprüngen aus 27 Meter. Aber es kam zum Abbruch. Der Turm war kurz vor dem Kollaps. Wie das Ganze passiert ist und wie ich die ganze Sache wahrgenommen habe, erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Aqua Circus. Ich bin in der Hauptstadt Brasiliens und genauer gesagt in Brasilia mit Maike auch zusammen und habe hier einen World Cup. 27 Meter Qualifying für die WM in Singapur. Und ja, es passiert immer irgendwas Spektakuläres, immer etwas, was man nicht vorhersieht. Und da kann ich euch jetzt schon mal drauf vorbereiten. Jedes Jahr gibt es normalerweise einen World Cup und alle 2 Jahre eine Schwimm-WM, bei der unter anderem High-Diving, normales Schwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball und auch klassisches Turmspringen ausgetragen wird. High-Diving ist eine nicht-olympische Disziplin. Das bedeutet, dass die WM der höchste Wettkampf ist, der in dieser Sportart ausgetragen werden kann. Der Veranstalter ist World Aquatics und ist der Weltdachverband aller Schwimmverbände der Welt. Wenn ich das jetzt mit Fußball vergleiche, ist der Athlet die Nationalmannschaft und World Aquatics ist sozusagen die FIFA als Veranstalter. Da der World Cup in Brasilien ausgetragen wird, ist auch Brasilien für den Bau des Sprungturms zuständig, was aber nicht ganz funktioniert hat. Problem Nummer 1, zu späte Fertigstellung des High-Diving-Sprungturmes. Und wir waren einen Tag vorher da und haben uns das Ganze mal angeschaut. Leute, wir machen gerade einen Tiefencheck und Jan, der geht einfach gerade noch und es wird nicht tiefer. Also Leute, ich bin auf jeden Fall kein Experte und Gerüstbauer für den Bau von 27 Meter Sprungturm. Allerdings würde ich mal sagen, dass der gesunde Menschenverstand auf jeden Fall auch im Nachgang jetzt beurteilen kann, ob das Ganze gut oder vielleicht nicht so ganz optimal gebaut worden ist. Nice. Ihr habt ja sicher schon gesehen, dass das Wasser sehr seicht nach unten geht, aber Leute, wirklich, wenn man weit rausgeht, dann ist es am Ende auch tief genug. Das Problem an der ganzen Sache war, die haben einen 27 Meter Turm gebaut und dann auf einmal herausgefunden, dass ein paar Plattformen zum Springen einfach ein dicker, fetter Stein im Weg war und dann ist es halt nicht möglich mehr zu springen. Und jetzt schaut mal genau hin. Hier sieht man den Bau des Sprungturms vor dem Training und hier habe ich ein Bild, wie das Ganze gelöst worden ist. Während des Baus wurden die Plattformen alle nach vorne rausgestellt. Das funktioniert aber nicht, weil dort ein Betonklotz im Wasser ist. Und so hat man 2 Plattformen einfach auf die andere Seite gebaut, wo der Betonklotz dann auf einmal nicht mehr im Weg ist. Und das Ganze in einer Nachtaktion. Und ich sage euch Leute, keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, aber es hat wirklich eine Nacht gedauert und dann haben die das Ding umgebaut. Kommen wir zum offensichtlichsten Punkt, den ich wahrgenommen habe. Die Gerüststangen. Also ich weiß nicht warum, aber es wurden Überreste von Gerüststangen einfach neben den Sprungturm ins Wasser geschmissen und da war wirklich ein Meer voller Gerüststangen, wo keiner wusste, wo die überhaupt hingehören. Gehören die noch zum Sprungturm? Wurden die noch gebraucht? Werden die noch verbaut? Also ich habe schon mehrere High-Diving-Gerüste gesehen und es gibt 2 Möglichkeiten, das Ganze stabil zu machen. Und zwar zum einen das Abspannen über Drahtseile und dann packt man an den Seiten dicke, fette Betonklötze dran oder halt Betonfundamente. Die zweite Möglichkeit sind Wassertanks auf dem Sprungturm. Und ich sag euch, das sind richtig viele. Ich habe mir das Ganze auch mal im Nachgang nochmal angeschaut. Ich habe jetzt bei dem ungefähr 10 Wassertanks gezählt. Ich kann selber nicht beurteilen, ob das ausreicht, ich bin kein Statiker, aber ich kann nur vergleichen zu anderen Gerüsten, wo ich bisher gesprungen bin und da waren es wirklich so viele, dass man die überhaupt gar nicht zählen kann. Ich persönlich fand den Ausleger, also die Plattform selbst, von der wir abgesprungen sind, unglaublich wackelig. Dazu muss man sagen, dass das Holz, was da draufgelegt worden ist, auch extrem dünn war, für meine persönliche Meinung. Es gibt aber einige Cliffdiver, die aus dem Anlauf springen und dann volle Pulle in diese Plattform reinhämmern. So, jetzt natürlich die Frage, was hat das mit uns gemacht? In der Situation konnten wir das noch nicht so ganz beurteilen, was jetzt hier passiert. Man nimmt das wahr, man sagt, okay, hey, es ist zwar nicht
geil, aber wir kommen halt damit klar. Man muss sich auch so ein bisschen an die Location einfach gewöhnen. Das ist halt einfach so. JD, do you jump with the camera in the mouth? Jede Location ist anders, mal hat man mehr Wind, dann hat man mal schlechtes Wetter, das ist vollkommen normal und deswegen sind als solche Faktoren nimmt man halt wahr, man lacht darüber, man tauscht sich aus, aber man hat natürlich immer im Hinterkopf, hey, die wissen, was sie tun und für uns ist es halt auf jeden Fall safe. Man muss auch dazu sagen, wir haben Sicherheitstaucher, das ist alles abgesegnet, das heißt, wir haben wirklich gewisse potenzielle Gefahren und auch Risiken, aber das wird halt auch alles abgedeckt und man vertraut auch gewissen Menschen, dass auch solche Faktoren auch abgesichert sind. Yeah, that's a good one. I put too much eye. Boah, ganz schön gefährlich hier, ein bisschen rumzulatschen. Also was hat das mit uns gemacht? Es ist vollkommen normal, dass man nervös ist und auch etwas unsicher ist, gerade wenn man 20 oder 27 Meter springt. Aber ich würde sagen, in Brasilien war es schon nochmal was anderes, weil einfach diese ganzen Faktoren einfach auch mit reingespielt haben. Die Männer und Frauen hatten zu unterschiedlichen Zeiten Training. Wir haben dann die Damen abgelöst und ich bin dann halt auf die Plattform drauf und dann kam halt eine dänische Heiderin auf mich zu und total verweint, verheult und ich habe halt gefragt, so hey, was ist los? Und sie meinte, hey, es ist richtig schlimm gewesen, aber jetzt ist halt okay, so. Und das Gefühl nimmt man natürlich auch mit, gerade wenn man dann auch ins Training kommt und sich die Plattform halt auch noch nicht aus dem Nahen anschauen konnte. Ich hatte die GoPro beim Training dabei und ihr könnt selber jetzt in die Aufnahmen reinschauen und dann selber beurteilen, wie ihr das Ganze in den Situationen empfinden würdet. Hallo! Scared at the top, but it was good fun. Hey, übrigens, da sind Maiko und ich in Brasilien. Wie angekündigt. Ist mir gerade so eingefallen. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vielleicht Wie ist das liegen wir Wasser? auch- Geil. Soft? Ja. Also mir ist nicht aufgefallen, dass es hart ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Aber die flitzen jetzt schon hoch, ne? Ich glaube, ich flitze auch ganz schön hoch. Es ist halt schwierig, von der Brücke sieht man nichts. Aber ich guck mal, ob Okay, alles klar. Danke. Ding um. Mach ich. Nicht. Hey, good to see you. Have a good training. Yeah, thank you so much. Can we already go? Yeah. Okay, let's go. Wasser ist auf jeden Fall warm. Ich gehe jetzt hoch. Okay, so sieht's aus 22 Meter ungefähr aus. 10 Meter Plattform sieht man gerade nicht, es sind ja 12. Dann haben wir 15 und 20 Meter. Und schreiende Autos. Also da 15, 20, 27 gehe ich jetzt hoch. So Leute, ich packe jetzt die Kamera weg. Ich drücke das jetzt gleich jemanden einfach in die Hand. Wenn ich ready bin, muss ich vorbereiten. Zeige euch jetzt noch kurz die Aussicht und dann brauche ich wirklich meine Ruhe. Ein bisschen Stress ist schon dabei gerade. So eine weite Aussicht, das ist geisteskrank, habe ich auch noch nie gesehen. Okay, kurzer Break. Ich bin jetzt auf 15. Also, mache jetzt hier erstmal einen Sprung. Weil da habe ich ganz viele Sachen weg. Das Reinspringen, wie das Wasser ist, das Rauskommen und so weiter. Und dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen besser drauf, glaube ich. So we have here a Team Helvis, the legend himself. Let's go for it. Thank you so much.
Erster war Katastrophe, zweite war für mich auch nicht, also schon ein bisschen besser. Aber jetzt beim dritten, auch wo du gesagt hast, hey, mach nochmal, merke ich einfach, also ich glaube, ich muss eigentlich so viel wie geht jetzt hier 27 springen. So, 3 27 Meter Sprünge habe ich gemacht. Erster war richtig crazy, voll eingeschissen, zweiter auch. Dritte ging dann besser, aber ich merke auf jeden Fall für mich, so viel wie geht, 27, um hier ein bisschen Gefühl reinzubekommen. Joselino, smile! Wie kam es zum Abbruch? Die ganze Woche, Leute, geiles Wetter. Wir waren die ganze Zeit im Pool. Bis 10 Meter hatten wir auch eine wirklich unglaublich gute und perfekte Trainingslocation. Und dann wirklich zum Wochenende super schlechtes Wetter. Es wurde extrem viel Wind angesagt. Und das hat am Ende auch geführt, dass sich Turmstangen am Gerüst verbogen haben, was dann zur Instabilität des Turms geführt hat und damit auch der Wettkampf abgebrochen worden ist. Aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung und ich meine, dann fügen sich auch so ein bisschen die Problematiken zusammen, dass es halt einfach nicht gut gelaufen ist. Und ja, Leute, es ist wirklich schade, dass über 20 Nationen zu so einem World Cup aus der ganzen Welt hinfliegen und das Beste von sich zeigen wollen und dann wird der Wettkampf hinterher abgebrochen. Und ich sage euch, 5 Minuten nachdem die Info reinkam, haben sich auf einmal alle in der Hotelbar getroffen und wir hatten dann einfach auch einen wirklich geilen Urlaub draus gemacht. Wir sind zu Wasserfällen gefahren, sind dann in die Wasserfälle reingesprungen, wir haben Indo-Skydiving gemacht und viele von uns sind dann auch noch nach Rio geflogen und haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Das war das World Cup Desaster in Brasilien und ich würde sagen, weitermachen, härter trainieren und wir sehen uns dann in Singapur.